Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos und ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und habe ein Leben lang Probleme damit gehabt, Ordnung zu halten im Haushalt und habe im letzten Jahr die Fly Lady Methode für mich entdeckt. Seitdem gelingt es mir tatsächlich, Ordnung zu halten, ein System im Haushalt zu befolgen, was Schritt für Schritt aufeinander aufbaut und dann halt wirklich dauerhaft anhält. Und ich möchte dir heute zeigen, wie das Ganze aussehen kann, wenn man denn alle Schritte verinnerlicht hat und die ganzen Sachen befolgt. Ich nehme dich dazu den gesamten Tag bei mir mit, zeige dir, wo meine Routinen von Fly Lady integriert sind. Sogar die Zonenreinigung habe ich dir mitgefilmt und ich hoffe, das Video gefällt dir. Solltest du neu sein auf meinem Kanal, vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Lass mir auch gerne ein Däumchen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Den Tagesablauf und die Routinen muss ich natürlich immer so ein bisschen an die Bedürfnisse meiner Kinder anpassen. Heute ist es zum Beispiel so, dass mein Mann schon früher aufgestanden ist und meine Tochter in die Kita gebracht hat und zur Arbeit gegangen ist, so dass ich mich jetzt nur um meinen Sohn erstmal kümmern muss. Das heißt, ich mache ihn als allererstes fertig in der Früh, so dass er schon mal die Wohnung unsicher machen kann, während ich mich dann um den Rest kümmere. Als erstes beginne ich damit, dass ich das Schlafzimmer einmal ordentlich durchlüfte und gehe mich dann erst weiter frisch machen. Ich bin im Übrigen im Moment etwas erkältet. Ich denke, das kann man nicht überhören. Ich hoffe aber, dass es dem Ganzen keinen Abbruch tut. Der erste Schritt, wie gesagt, ist, dass man sich frisch machen soll von Kopf bis Fuß. Das heißt, man geht ins Badezimmer, Zähne putzen, alles, was dazugehört. Und man soll sich auch direkt schon ein bisschen startklar machen, im Sinne von sich vielleicht ein Tages-Make-up auflegen, auch wenn du vielleicht nicht vorhast, rauszugehen. Es ist einfach so, dass du direkt fit sein sollst für den Tag und dich halt auch direkt schon wohlfühlst, sozusagen in einen Arbeitsmodus reinkommst und halt nicht im Gammel-Look versauern sollst. Und vor allem bist du so immer spontan für alle Möglichkeiten bereit. Also du kannst theoretisch spontan rausgehen, du kannst spontan Besuch empfangen, weil du direkt schon frisch bist und fertig bist für den Tag und nicht bis 15 Uhr in der Jogginghose lümmelst. Das Ganze hilft dir auch dabei, den Haushalt zu führen und so weiter. Das Wichtigste ist einfach, dass man gewisse Strukturen im Leben erlernt und das gehört halt dazu. Der nächste Schritt, den ich heute anwende, ist das Swish and Swipe im Bad. Das heißt, du nimmst dir 2 Minuten Zeit, um das Bad zu putzen. Das ist bei mir immer unterschiedlich, wie ich das handhabe. Ich mache das meistens aber direkt, wenn ich mich frisch mache im Bad, dass ich dort dann halt einen Lappen nehme, kurz mit Wasser befeuchte und einfach alle Flächen, die sichtbar sind, abwische. Also man soll nichts schrubben, auch keine Sachen hochheben, sondern einfach wirklich einmal abwischen, entstauben, Wasserflecken wegnehmen etc. Es sind 2 Minuten. Und wenn du das regelmäßig machst, also du sollst es täglich machen, dann wirst du auch keine Reinigungsmittel mehr dafür benötigen. Dadurch, dass ich 2 kleine Kinder habe, desinfiziere ich aber jeden Tag auch die Toilette, weil sie da einfach auch rangehen. Ansonsten finde ich das jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass man da täglich die Toilette desinfiziert. Ja, ansonsten, geht's danach für mich weiter und ich ziehe mich an, und zwar in rausgehtauglicher Kleidung. Die Kleidung legt man sich immer am Abend zuvor raus, dass man sich am nächsten Morgen nicht damit beschäftigt: „Was ziehe ich an?“ und so weiter. Also, man soll gar keine Kopfschmerzen haben. Der Tag soll so entspannt wie möglich beginnen, und wenn du dir keine Gedanken mehr darüber machen musst, was du trägst oder anziehen willst, hast du damit schon auf jeden Fall, viel gewonnen und, genau, alles läuft einfach dann reibungslos ab. Man zieht sich direkt an und ist bereit. Der nächste Punkt ist dann das Betten machen. Das Bett ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt im Schlafzimmer. Es ist ganz wichtig, dass das Bett gemacht wird. Man hat automatisch auch schon direkt einen großen Posten, einen großen sichtbaren Posten am Morgen abgearbeitet und, genau, ist dann direkt auch schon motivierter, um in den Tag zu starten oder auch in den Haushalt zu starten. Also ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall das Betten machen. Der nächste Schritt, den ich befolge, ist halt jeden Tag eine Maschine anzuschmeißen. Dadurch hast du einfach keine Wäscheberge, die du da am Wochenende abarbeiten musst oder so. Du kannst entspannt einfach jeden Tag eine Maschine anwerfen, je nachdem natürlich, wie groß die Haushaltsgröße ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der super hilfreich ist, um einfach das Ganze am Laufen zu halten im Haushalt. Der nächste Schritt wäre dann, die Spülmaschine auszuräumen, beziehungsweise ist es so gedacht, dass man abends immer die Spülmaschine anschmeißt und morgens direkt ausräumt, so dass sie leer ist, um den gesamten Tag beladen werden zu können.
Da wir gestern unterwegs waren, ist nicht so viel zusammengekommen. Die Spülmaschine bietet also genug Platz, dass ich sie heute noch komplett belade und deswegen ist jetzt heute das, Ausräumen der Spülmaschine sozusagen weggefallen. Im Normalfall würde ich halt morgens als erstes die Spülmaschine ausräumen. Ansonsten gehe ich jetzt einmal noch mal die Arbeitsflächen lang. Wie gesagt, mein Mann war ja schon wach, hat meiner Tochter ja schon Frühstück und so zubereitet und es ist ein bisschen was liegen geblieben und das räume ich jetzt schnell weg. Also, ich nehme mir dann halt noch mal 2 Minuten, um noch mal kurz Klarschrift zu machen. Nächster Punkt ist dann, meinem Sohn etwas zu essen zu machen. Und genau, wir frühstücken jetzt was Kleines zusammen. Ich trinke meinen Kaffee und kann dann weitermachen. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich jetzt noch mal schnell im Kinderzimmer die Sachen verräume. Auch dafür nehme ich mir nur 2 Minuten Zeit. Also es soll alles nicht überhand nehmen. Wie man weiß, muss man Kindern dauerhaft immer hinterherräumen. Und es ist sowieso also die unendliche Geschichte eigentlich. Aber ich versuche halt immer wieder 2 Minuten da auch noch mal mit Hand anzulegen. Der nächste Punkt nach Fly Lady ist die Hotspot-Reinigung. Das heißt, man nimmt sich 2,5 Minuten Zeit und bereinigt einen Hotspot. In dem Fall verräume ich jetzt die Briefe, die bei uns auf der Ablage waren. Ich packe die Schuhe im Flur noch mal vernünftig hin. Wenn da Schals und Mützen liegen, räume ich die halt auch noch weg. Dann gehe ich ins Wohnzimmer und kümmere mich da auch noch mal 2 Minuten darum, alles zu bereinigen. Also, meine Tochter hatte halt Müsli gefrühstückt und da liegt halt noch ein bisschen was vom Morgen herum. Die Sachen verräume ich halt auch. Also, ich versuche einfach so in einem Durchgang etwa 10 Minuten vielleicht insgesamt einmal die Wohnung noch mal kurz auf Vordermann zu bringen, so dass erst mal 'ne gute Ausgangssituation geschaffen wird. Nicht zu vergessen ist halt, dass das Fly-Lady-System wirklich Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. Also alles, was ich hier dir zeige, ist halt nicht etwas, was man von heute auf morgen komplett so umsetzt, sondern man lernt wirklich von einem Schritt zum anderen. Erst wenn ein Schritt komplett sitzt, zum Beispiel, du machst jetzt wirklich seit einer Woche lang regelmäßig die Betten, dann kannst du zum zweiten Schritt übergehen und den halt auch kontinuierlich anwenden. Erst wenn das funktioniert, geht man immer zu dem nächsten Schritt über. Jetzt ist schon die erste Maschine fertig. Ich packe die Sachen jetzt zurück in den Trockner, so dass die halt, jetzt getrocknet werden. Trockne jetzt auch noch meine Waschmaschine ab. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, damit die einfach sauber bleibt und da nichts schimmelt oder so. Und, verräume jetzt noch mal das, was ich aus dem Wohnzimmer rausgeholt habe, direkt in die Spülmaschine. Ganz, ganz wichtig, immer das Geschirr direkt wegräumen, damit es halt auch ordentlich bleibt in der Küche und nicht auf einmal sich da Geschirrberge stapeln. Als nächstes mache ich mich jetzt auf den Weg, die Pfandflaschen wegzubringen und noch einen kurzen kleinen Einkauf, einzulegen, um fürs Abendessen sozusagen schon ein paar Sachen zu besorgen. Was man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, ich zeige euch jetzt gerade überwiegend wirklich die Sachen, die jetzt Fly Lady, tauglich sind. Also, das heißt natürlich nicht, dass ich den gesamten Tag nur am Putzen und Machen war. Das wirkt jetzt natürlich so im Video. Ich habe natürlich dazwischen Pausen, wo ich mich dann mit den Kindern beschäftige, wo ich auch für mich selber was machen kann, wo ich auch mal 'n Kaffee trinke und mich hinsetze. Das wirkt jetzt natürlich alles ein bisschen sehr überkonzentriert. Als nächstes hole ich auf jeden Fall meine Tochter von der Kita ab und wir gehen nach Hause und dort verräume ich dann die Einkäufe, die ich gemacht habe. Dann gibt's noch einen kleinen Snack für meine Tochter, Obst, einen kleinen Obstteller. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon das Fleisch rausgelegt, was ich dann abends, zubereiten möchte und der Trockner ist in der Zwischenzeit fertig. Ich nutze meistens die Zeit auf der Couch damit, dass ich halt die Wäsche nebenbei zusammenlege, während ich mich dann mit den Kindern unterhalte. Also, meine Tochter erzählt mir, was sie getan hat. Ansonsten hören wir uns auch manchmal in der Zeit eine Geschichte an oder mal läuft auch der Fernseher. Also, das ist komplett unterschiedlich, je nach Tagesform. Und wie gesagt, ich richte komplett die Routinen nach den Bedürfnissen meiner Kinder. Ja, letztendlich geben sie tatsächlich den Ton an. Also, ohne Kinder ist es bestimmt noch mal einfacher, aber mit Kindern muss ich mich da halt immer so ein bisschen danach richten, wie sie was mitmachen und dementsprechend versuche ich dann halt die Routinen da auch zu integrieren. Ganz wichtig bei der Geschichte ist, dass man halt die Wäsche, die aus dem Trockner vor allem kommt, direkt zusammenlegt, weil dann trocknen sie halt auch schön glatt auf. Man spart sich das Bügeln und als nächsten Punkt halt auch so schnell wie möglich die Wäsche zu verräumen, so dass man nicht einen ganzen Wäschekorb hat mit ganz viel zusammengelegten Sachen, die man dann irgendwann verräumen muss, sondern ich versuche das alles kontinuierlich direkt nach dem Zusammenfalten wegzupacken. Bei mir ist heute die Zonenreinigung im Badezimmer fällig und ich habe mir überlegt, dass ich direkt dabei mal die Kinder baden könnte. Die sind dabei beschäftigt, sie haben ihre Freude
und ich kann in der Zeit mir diesen Schrank vornehmen. Wie ihr seht, es ist eine einzige Katastrophe. Es ist mir schon wieder super unangenehm, es euch zu zeigen. Es ist auch wieder ein Schrank, der eigentlich super schnell sauber gemacht wäre, aber man schiebt es immer vor sich hin und ich habe das jetzt im Rahmen der Zonenreinigung mir vorgenommen. Wie gesagt, die Kinder sind da schön beschäftigt gerade. Ich kann sie beaufsichtigen, kann mich aber nebenbei noch anderweitig nützlich machen. Wir haben da ganz viele Sachen drin gehabt, alte elektrische Zahnbürsten, einige Tuben Zahnpasta, die eigentlich schon fast leer waren, Cremes etc. Also ich habe einiges wieder weggeschmissen, Stichwort 27 Dinge Wegwerf-Boogie, und räume jetzt erstmal alles aus dem Schrank aus, um den einmal vernünftig durchzuwischen und den ganzen Schrank nochmal neu zu organisieren. Meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, wenn die Sachen einmal vernünftig ausgeräumt wurden, also ausgemistet wurden und neu organisiert worden sind, dass sich dann auch die Ordnung längerfristig hält und dass auch die anderen Parteien, in dem Fall mein Mann zum Beispiel, auch besser tut, die Sachen an die richtigen Stellen wieder zurückzuräumen und so wir einfach ein besseres System haben, wo es halt länger ordentlich bleibt. Und wie man jetzt auch wieder gut erkennen kann, das waren jetzt 10 Minuten, in denen ich mich hier diesem Schrank gewidmet habe, der mich jetzt schon bestimmt seit weiß ich nicht wie vielen Monaten geärgert hat. Und es ist alles wieder tipptopp ordentlich und man hätte das eigentlich auch immer mal irgendwann zwischendurch machen können. Aber gerade weil man halt immer denkt, es dauert ja länger, als man erwartet, ist halt diese Zonenreinigung mit diesen 15-Minuten-Wecker einfach wirklich ein Top-Werkzeug von der Fly Lady, weil man einfach dann sich wirklich diese 15 Minuten vornimmt und jedes Mal halt auch wirklich ein sichtbares Ergebnis hat, was man in so kurzer Zeit alles bereinigen kann und wie vor allem auch das Ganze dann auch langfristig dann ordentlich bleibt. Ich mache auch manchmal, dass ich da einfach, weiß ich nicht, das Badezimmer putze, während die Kinder zum Beispiel baden oder so. Also ich versuche immer so eine Sache mit der anderen zu vereinbaren, so dass ich einfach den größtmögliche, ja, Effizienz eigentlich raushole aus der Zeit. Ja, das Bad ist fertig, die Zonenreinigung für den heutigen Tag somit abgehakt und ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir halt wieder so eine kleinen Aufbewahrungsboxen genommen und finde, dass man da drin immer ganz gut die Ordnung halten kann und bin jetzt vom Ergebnis sehr begeistert. Die Kinder sind fertig gebadet, sie werden jetzt angezogen. Ich kämme ihr meiner Tochter noch die Haare. Dann gucken wir vielleicht noch irgendwie einen Film oder so. Das ist, wie gesagt, immer abhängig davon. Ich beschäftige mich jetzt noch mal kurz mit denen. Und wenn sie jetzt gerade beschäftigt sind, da kann ich kurz mich ums Bad kümmern. Also ich wische jetzt noch mal schnell die Badewanne aus, spüle die Spielsachen ab. Und der ganz, ganz wichtige Tipp von meiner Seite ist, trocknet jedes Mal die Armaturen ab. Wir haben dieses Handtuch da bei uns am Badewannenrand und wir trocknen alle nach dem Baden und Duschen immer die Armaturen ab. Das hat einfach den Vorteil, dass keine Wasser- und Kalkflecken sich mehr bilden und dass das Bad immer ordentlich aussieht. Der nächste Punkt ist jetzt das Abendessen vorzubereiten. Ich versuche halt meinem Sohn da immer so ein bisschen was in die Hand zu drücken, womit er sich da beschäftigen kann nebenbei. Ansonsten kommt es halt immer drauf an, ob ich Unterstützung habe, ob mein Mann da ist oder nicht. Je nachdem, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist bei mir, dass ich früher immer, wenn ich gekocht habe, es danach aussah wie auf einem Schlachtfeld. Also ich habe alles liegen gelassen und immer mit dem, das mache ich dann später, abgehakt und irgendwann nach dem Essen hatte ich dann auch keine Lust, weil die Küche halt aussah, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und das ist auch etwas, was ich mir mittlerweile gut angewöhnt habe, einfach immer kontinuierlich schon aufzuräumen. Also wenn ich mal weniger zum Putzen habe, dann räume ich mir vielleicht mal irgendwie einen Schrank aus oder eine Schublade während des Kochens aus, was ich dann irgendwie in der Zeit bereinige. Heute kümmere ich mich ausschließlich darum, dass ich einfach während des Kochens schon die Sachen abwasche, die abgewaschen werden können, immer wieder einen Lappen parat habe, wenn ich irgendwo klecker oder so, das direkt wegzuwischen, so dass ich einfach später nicht so viel Arbeit habe beim Aufräumen der Küche, weil ich ja sowieso jetzt gerade die Zeit in der Küche verbringe und versuche halt so gut wie möglich alles ja, reinzuhalten sozusagen. Ich decke jetzt schon nebenbei den Tisch, beziehungsweise packe schon alles raus, was wir gleich zum Essen benötigen, Besteck, Getränke etc. Und genau, bereite weiter einfach das Essen zu. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass man direkt nach dem Essen alles verräumt und wieder zurückräumt und aufräumt. Auch das war immer ein Punkt. Ich habe dann immer gerne das stehen gelassen, um dann 3 Stunden später irgendwie verkrustete Pfannen und Töpfe zu reinigen.
Jetzt mache ich das wirklich so, dass ich direkt nach dem Essen halt auch die Sachen direkt verräume in die Spülmaschine. Jetzt sind wir zum Beispiel fertig. Man sieht das ganze schmutzige Geschirr. Ich packe direkt alles in die Spülmaschine zurück. Ich wische nochmal die Arbeitsplatte. So sind es immer nur 2, 3 Minuten oder meinetwegen auch mal 5 Minuten, die man halt an Zeit aufwendet, die aber nicht ins Gewicht fallen, wenn man es nur mal 5 Minuten macht. Das geht auf jeden Fall leichter von der Hand, als wenn man dann wirklich abends, wenn man eigentlich so schon im Lümmelmodus angekommen ist, dann sich nochmal aufrappeln muss und dann nochmal für 40 Minuten die Küche putzen muss. Also lieber immer mal wieder ein paar Minuten investieren, als halt zum Schluss alles auf einmal zu machen. Und das ist auch ein Punkt, was mir auch durch die Fly Lady Methode erst bewusst geworden ist. Wenn man halt mit dieser Stoppuhr arbeitet, merkt man halt ganz schnell, dass viele Schritte, die man sich immer aufschiebt und denkt, ich mache das später, eigentlich in der Wirklichkeit gar nicht so lange benötigen. Also wir wissen ja durch die Stoppuhr, in 15 Minuten kannst du ja schon einen ganzen Bereich ausmisten. Wir wissen, in 5 Minuten kann man ein Zimmer wieder herrichten. Und mit diesem Bewusstsein fällt es einem einfach irgendwann mal automatisch einfacher, die Sachen direkt wegzuräumen, ohne dass man sich da ja wirklich Gedanken macht. Ne? Also es funktioniert dann irgendwann mal wirklich automatisiert. Ich räume jetzt noch einmal den Tisch ab. Ich wische den Esstisch jetzt noch mal ab. Ich habe da hinten noch Kleidung auf der Heizung gehabt. Die nehme ich jetzt auch runter und beschäftige mich noch mal etwas mit den Kindern, bevor es gleich für sie ins Bett geht. Wir haben eine kleine Spielecke im Wohnzimmer, die möchte ich auch nicht missen. Ich finde das ganz praktisch. Dazu haben wir eine Malmkommode dort zu stehen, wo halt ein Teil der Spielsachen drinne ist. Und da kann man halt auch schnell die Spielsachen verräumen. Ansonsten ist hier jetzt das Kinderzimmer zu sehen. Auch hier sieht es natürlich immer wieder schlimm aus. Und da versuche ich auch immer wieder 2, 3 Minuten zu investieren, um das Ganze wegzuräumen. Als nächstes begleite ich meine Kinder in den Schlaf. Ich lese denen noch eine Geschichte vor und wenn meine Kinder dann im Traumland sind, beginne ich nochmal jeden Raum 5 Minuten zu widmen, in denen ich dann halt Klarschiff mache. Meistens dauert es sogar weniger. Da hinten ist wie gesagt die Malmkommode mit dem ganzen Spielzeug drin. Das heißt, ich habe direkt einen Stauraum, wo ich die Sachen in Wohnzimmer halt verräumen kann, so dass das nicht ja, auffällt oder störend ist. Ich wische nochmal alles über, wo vielleicht noch irgendwo Handabdrücke sind oder irgendwelche klebrigen Sachen von meinen Kindern sind. Ich verräume das Spielzeug. Ich ja, versuche einfach so effektiv wie möglich in diesen paar Minuten halt das Wohnzimmer auf Vordermann zu bringen. Es ist halt ganz wichtig, dass man versucht, jeden Abend eine gute Ausgangssituation zu schaffen für den nächsten Morgen. Dann fühlst du dich einfach auch viel besser, weil wer mag es schon, am neuen Morgen in den Tag zu starten mit den Altlasten vom Vortag oder mit dem Chaos vom Vortag. Also es ist tatsächlich befreiender, wenn alles abends ordentlich ist. Also jetzt räume ich noch die Spülmaschine ein mit den letzten Sachen. Ich schmeiße auch gleich schon die Spülmaschine an. Das ist ja auch ein Punkt der Abendroutine der Fly Lady, dass man abends halt immer die Spülmaschine anmachen soll. Wenn ich lustig bin und die Spülmaschine durchgelaufen ist, räume ich sie sogar schon abends noch leer. Ansonsten lasse ich das noch für den nächsten Tag über. Man könnte zum Beispiel auch schon die Waschmaschine beladen mit der Startwahlfunktion, dass die am nächsten Morgen dann direkt schon läuft. Also man kann so viel wie möglich vorbereiten, so dass der nächste Tag halt reibungslos wie möglich verläuft. Das sind jetzt hier wieder 5 Minuten, die ich mir jetzt aufwende. Ich mache jetzt noch die Spüle sauber. Auch das ist ganz wichtig von der Fly Lady, dass man jeden Abend die Spüle putzen soll. Und gehe jetzt noch über ins Kinderzimmer, mache dort noch ein bisschen Klarschiff. Und als letzter Punkt, der dann überbleibt in der Abendroutine von Fly Lady, ist dann nur noch das Rauslegen der Wäsche für den nächsten Tag. Also ich lege sozusagen meinen Kindern die Sachen raus, die sie morgen anziehen werden. Ich lege auch meine Sachen raus, die ich morgen anziehen möchte, so dass ich mir, wie gesagt, am nächsten Morgen keine Gedanken machen muss, was ich anziehe oder was die Kinder anziehen, sondern es soll ja, wie gesagt, reibungslos und unproblematisch in den nächsten Tag starten. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du am nächsten Tag auch unterwegs bist, macht es auch Sinn, dass du schon deine Tasche packst, eventuell zum Beispiel eine Wickeltasche schon fertig machst, also dass alles schon fertig ist für den nächsten Tag. Ansonsten war's das. Die Wohnung ist jetzt wieder sauber. Es ist natürlich nicht tiefenrein, aber es ist alles super ordentlich und ich kann jetzt die Füße hochlegen und den Tag oder den Abend ausklingen lassen und am nächsten Morgen wieder ganz stressfrei in den neuen Tag starten. Sollte dir das Video gefallen haben, vergiss bitte nicht, mir einen Daumen hoch dazulassen. Lass mir doch auch gerne in den Kommentaren, ob du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast oder wie du das machst. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder.